Ich bin Svetlana und das ist mein erstes Video. Viele kennen mich auch als Cowboy und ich wollte euch mal ein Videotutorial zeigen, vor allem weil viele mich danach gefragt haben. Und erstmal geht es um Wonderflex. Wonderflex, was macht ihr damit? Zum Beispiel solche Sachen und solche Sachen. Und tja, ich zeige euch mal, wie man damit umgeht. So, als erstes braucht ihr mal ein Schnittmuster. Ich habe meins auf etwas Zeitungspapier gemalt und das Ganze ausgeschnitten. Danach braucht ihr Moosgummi. Moosgummi dient als Kern für das Wonderflex und verleiht dem Ganzen Stabilität. Dann nehmt ihr einfach euer Schnittmuster und übertragt es aufs Moosgummi. So, nun nehmt ihr eine Schere und schneidet das Ganze aus. Tada! Nun brauchen wir das Wonderflex. Auch hier schneiden wir jetzt das Wonderflex aus. Wir legen das Moosgummi aufs Wonderflex und schneiden grob drumherum. Ihr braucht für ein Moosgummiteil 2 Wonderflex-Teile. Einmal vorne und einmal hinten. Wonderflex hat übrigens zwei verschiedene Oberflächen. Eine, die strukturiert ist, das ist die hier, und eine raue. Die strukturierte lässt sich etwas schwerer bearbeiten als die raue, daher nehmt am besten die strukturierte für die Innenseite eurer Rüstung und die raue für die Oberseite, die man dann sieht und später auch anmalt. So. Nun nehmen wir das Wonderflex und das Moosgummi. Hacken das Ganze in eine Art Sandwich und erhitzen das mit einem Heißluftgerät. Einmal von oben und einmal von unten. Passt dabei aber auf eure Finger auf. Wenn ihr eine Blase habt, macht das Ganze vorsichtig auf, das Wonderflex auf und drückt es wieder zurecht. Das Wonderflex ist jetzt ziemlich heiß und es ist sinnvoll, das Ganze jetzt mit Hilfe von Moosgummi zu bearbeiten. Ihr nehmt ein wenig und dann drückt ihr es an den Rändern schön platt. Nun nehmt ihr euer Wonderflex-Stück und schneidet ein paar Millimeter vom Rand um das Moosgummi herum. Und nun fügt ihr alles noch zusammen. Dafür erhitzt ihr wieder die Kanten, die ihr braucht. Legt es übereinander. Und klebt alles vorsichtig zusammen. Ihr seht, ihr braucht für das Wonderflex keinerlei Klebstoff, sondern es klebt von ganz alleine, wenn es erhitzt wird. So. Nun könnt ihr das Ganze irgendwie in Form bringen. Ich nehme dafür immer allerlei aus dem Haushalt, zum Beispiel eine Flasche. Leg das hier drauf. Und warte, bis es kalt wird. So, das ist auch schon das Geheimnis vom Wonderflex. Zumindest arbeite ich damit so. Und ja, mehr Infos findet ihr auf meinem Blog. Den findet ihr hier unten bei der Beschreibung.
zum Video. Und Wonderflux ist übrigens auch sehr stabil. Das könnt ihr hier in meinem Auftritt sehen. Und ansonsten hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.